war lang nicht mehr hier auf diesem Demeterhof. Während der Corona-Zeit war man ja bemüht, nicht mehr so viel rauszugehen, unter Menschen zu gehen, für sich und aber auch vor allem für andere, um da nicht unnötig Stress zu produzieren. Und so war ich lange nicht mehr hier. Und jetzt wieder hier zu sein, fühlt sich gleich nochmal so intensiv an. Und ja, sehr kraftvoll. Es ist immer sehr, sehr schön hier. Als Hochsensible nimmt man ja sehr viel wahr und auch sehr viel Negatives oder sehr viel Unangenehmes in der Umgebung. Aber genauso gut oder genauso intensiv nehmen wir natürlich auch die guten Sachen wahr. Das, was sich gut anfühlt. Und hier fühlt sich einfach so vieles so gut an, so ursprünglich, so echt, so gesund. Ja, ein Demeterhof eben, wo ganz viel zugehört. Möchte ich jetzt hier gar nicht alles ausführen. Schau einfach mal nach, wenn es dich interessiert. Ich lese mal ein bisschen. Man mag auch davon halten, was man möchte und kann damit ganz viel Verstand rangehen und das analysieren. Aber man kann es auch einfach fühlen und kann fühlen, dass sich die Dinge hier einfach sehr gut und sehr heilsam anfühlen. Für mich sind die Ausflüge hier zu diesem Demeterhof immer eine sehr heilsame Stunde, sehr heilsame Zeit. Und ja, früher bin ich hier 1- bis 3-mal in der Woche einkaufen gegangen, habe auch so eine Bio-Kiste von hier bekommen. Und das habe ich so ein bisschen verloren über die Corona-Zeit. Und jetzt ist mein Wunsch, hier wieder ganz regelmäßig herzukommen, aufzutanken, Körper und Seele aufzutanken und auch meinen Körper in den Tagen danach mit den guten Lebensmitteln zu versorgen, die es hier gibt. Denn ich kann schon einen deutlichen Unterschied empfinden. Ja, also heute ist der Auftakt für etwas Neues, Altes, Liebgewonnenes, Gesundes, Heilsames, Erdendes, Entschleunigendes und irgendwie für so viel Gutes. Hallo ihr Lieben! Ja, in den letzten Tagen hat mich auch wieder etwas Neues, Altes sehr getragen und mir unglaublich gut getan, mir sehr viel Leichtigkeit geschenkt. Und zwar die Erfahrung, dass Lebensmittel, die sich für mich gut und hochwertig anfühlen, einfach so wie sie sind, wunderbar sind. Ihr wisst ja, dass ich nicht gerne koche. Ich habe einfach keine Freude daran. Ich koche natürlich, weil ich mich vernünftig ernähren möchte oder halbwegs vernünftig und dann muss man sich irgendwie selbst in die Küche stellen. Aber Freude habe ich nicht daran, Spaß habe ich auch nicht daran. Es ist kein Hobby von mir. Es ist halt etwas, was ich tun muss und darum mache ich das. Und darum versuche ich meine Rezepte ja auch immer recht knapp zu halten und schnell und mit wenig Aufwand. Und in den letzten Tagen habe ich wieder festgestellt, das ist keine neue Erkenntnis, das habe ich schon mal festgestellt, wie gut es doch sein kann, einfach ein gutes Brot zu haben mit einer guten, wohlschmeckenden, aromatischen Tomate drauf, ein bisschen Salz drüber oder Kräutersalz oder Kräuter, Schnittlauch drüber und fertig. Wie gut das schmecken kann, wie viele Geschmäcker und Aromen darin sein können, mit wie viel Genuss ich das essen kann. Und den Unterschied
zwischen dem, was ich hier im Supermarkt kaufen kann und dem, was ich jetzt auf dem Hof gekauft habe, der ist für mich sehr, sehr deutlich zu schmecken. Und wie glücklich ich nach so einer Mahlzeit bin. Und das hat mir ganz viel Druck und Last genommen, sonst was mit meinem Essen zu veranstalten, damit es Geschmack bekommt oder ein Mahl daraus wird, das halbwegs zufriedenstellend ist. Wir haben also in den letzten Tagen sehr einfach gegessen und waren super glücklich und zufrieden damit. Und bevor ich hier jetzt eine Diskussion, womöglich einen Streit, eine Grundsatzdiskussion entfache, möchte ich gerade nochmal sagen, es ist wichtig, dass es sich für jeden Einzelnen gut, hochwertig, wohlschmeckend und rund anfühlt. Ob es Bio ist oder nicht, Demeter oder nicht oder konventionell oder nicht, das ist vollkommen egal, solange es dir schmeckt und du ein Gefühl hast von, das ist ein gutes Lebensmittel, das nährt mich jetzt, das unterstützt und hilft meinem Körper, ist es egal, was da drauf steht. Für mich sind es die Lebensmittel, die Demeter-Lebensmittel von diesem Hof. Das heißt nicht, dass ich Demeter grundsätzlich immer als so toll empfinde. Ich habe auch schon Demeter-Lebensmittel in der Hand gehabt. Da hatte ich nicht das Gefühl von dieser Hochwertigkeit oder diesem energiegeladenen, guten Gefühl. Ich habe aber auch schon konventionelle Lebensmittel auf einem Bauernhof in der Hand gehabt und die fühlten sich gut an. Das möchte ich hier nochmal unbedingt sagen. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Das soll hier keine Werbung oder kein Aufruf sein, ihr müsst Bio und Demeter kaufen, weil sonst sind eure Lebensmittel nicht hochwertig. Das möchte ich hier unbedingt nochmal dazugeben. Für mich ist es nur sehr einfach, zu diesem Hof zu fahren, weil dort eigentlich alles, ich möchte behaupten alles, vielleicht gibt es da auch Ausnahmen, die mir gerade nicht so bewusst sind, diese Schwingung hat, diese Energie, diese Hochwertigkeit, dieses Wohlschmeckende, dieses Aroma. Das weiß ich, das bekomme ich da. Und ich muss dann nicht groß suchen, sondern ich gehe dahin, bekomme alles und komme wieder nach Hause und bin versorgt, was Obst, Gemüse und Frischkost angeht. Genau, aber natürlich kann man das auch außerhalb eines Demeterhofes finden. Und ja, das ist für mich eine sehr entspannende Erkenntnis gewesen in den letzten Tagen. Sehr viel Last ist abgefallen, Last unbedingt irgendwie kochen zu müssen, auf das ich gar keine Lust habe. Ich habe also in der letzten Zeit sehr wenig Zeit in der Küche verbracht und war so glücklich und satt und rund und zufriedengestellt wie schon lange nicht mehr. Also ja, genau. Das möchte ich auf jeden Fall für mich weiter beibehalten und mal schauen, was daraus entsteht. Und vielleicht entsteht daraus ja auch doch nochmal wieder ein bisschen mehr Lust und Freude im Zubereiten von Lebensmitteln, wenn ich das mit guten Lebensmitteln machen darf. Warum ich das nicht mehr eingekauft habe, kam bei Instagram immer mal als Frage. Ja, während der Corona-Krise war es ja auch so, dass man nicht so viel irgendwo hingehen sollte. Dann habe ich da von dem Hof eine Biokiste bekommen. Aber das ist immer mit der Planung für mich immer ein bisschen schwierig, dass ich da wirklich eine Woche mit hinkomme. Manches hält sich auch nicht so lange an Frischkost, Obst und Gemüse und Salate. Ja, und ansonsten bin ich hier mit Bioläden, die mir gefallen, nicht gut ausgestattet. Ich habe tatsächlich nur einen und das begeistert mich da nicht so. Und zur Corona-Zeit durften wir ja hier auch Grenzen nicht überschreiten und durften einfach nicht weiter weg zum Einkaufen, mussten hier wirklich vor Ort einkaufen. Und da gab es dann für mich einfach nichts. Also da, wo ich hätte hinfahren müssen, um an die guten Sachen, ans gute Zeug zu kommen, da konnte ich nicht hin. Und dann, ja, nach so 2 Jahren Pandemie fühlt man sich seinem Schicksal und ich wurde da relativ lethargisch und habe mich damit abgefunden und habe halt einfach dann aus Gewohnheit dann hier eingekauft. Und das jetzt erst, wo wir wieder frei sein dürfen, das wieder neu für mich entdeckt. Also grundsätzlich nichts wirklich Neues, aber es fühlt sich halt gerade total neu und wieder sehr, sehr schön und befreiend und glücklich machend an. Deswegen teile ich das hier auch nochmal, weil es halt so ist. Also, ich genieße jetzt noch ein bisschen meinen Tee und wünsche dir ganz tolle Tage. Ich hoffe, dass du dich gut versorgst und darauf achtest, dass du dir Lebensmittel in deinen Körper packst, die sich gut anfühlen. Egal, was da drauf steht, was für ein Label oder nicht Label es hat, wo es herkommt, wie teuer es ist. Versorg dich gut, denn das ist letztendlich das Allerwichtigste. Dass es dir gut tut.
Also, macht es gut. Ciao.